Schamanismus. Der Begriff Schamanismus bezeichnet beim Volk der Tungusen in Ostsibirien wissende Menschen. Diese Bezeichnung wurde vermutlich Ende des 17. Jahrhunderts von Reisenden geprägt, die aus Sibirien nach Europa zurückgekommen sind. In der Zwischenzeit hat er sich über die ganze Welt verbreitet. In Nord-, Mittel- und Südamerika werden die Bezeichnungen Schamanin oder Schamane jedoch nach wie vor nicht gerne gehört. Und manche indigenen Völker lehnen diesen Begriff völlig ab. Auch die Bezeichnungen Medizinfrau oder Medizinmann werden nicht gern verwendet. Jedes indigene Volk hat seine ureigene Bezeichnung für das, was eine Schamanin, ein Schamane ausmacht. Sie sind Heilende, Priesterinnen, sie sind der Kräuterkundig, Magier, sie verstehen Sozialarbeit und Psychologie und vieles, vieles mehr. Sie selbst nennen sich spirituell Heilende und Lehrende. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass es verschiedene Formen von schamanischer Traditionen gibt. In der einfachen Erscheinungsweise des Schamanismus ist so wie bei uns oft auch beim einfachen Volk leider viel mit der Angst gearbeitet wird. Da wird das Böse und Schlechte im Außen durch schwarze Magie oder Verhexungen bekämpft. Es gibt jedoch auch ein bewusster und ein höher entwickelter Schamanismus. Und hier bringt die Natur selbst nichts Schlechtes oder Negatives hervor. Denn wir Menschen sind alle leuchtende Wesen und die vermeintlichen Dämonen sind die Schattenaspekte unserer Seele, die gerne gesehen werden möchten, transformiert, umarmt in positive Kräfte. Auch wenn das Weltbild in schamanischen Überlieferungen und Erzählungen oft voneinander abweichen, entdeckt man bei näherer Betrachtung immer einen gemeinsamen Kern, der alle Traditionen miteinander verbindet und auch eine fixe Basis bildet. Und diese Basis, verbunden mit meinen eigenen Erfahrungen, möchte ich euch gerne in dieser Online-Schulung mit euch teilen. Schamanismus ist wohl die älteste bekannte ganzheitliche Heilkunde. Sie entstand aus der Erfahrung, dass jede Krankheit ein Spiegel für eine Disharmonie zwischen dem Menschen, der Natur und des Kosmos ist. Der Schamanismus nutzt hierfür den Erfahrungsschatz vieler Generationen, um die Heilkraft der Elemente, der Natur und des Kosmos wahrzunehmen, zu verstehen und anzuwenden. Im schamanischen Weltbild ist, alles was existiert, belebt und beseelt. Und in der schamanischen Arbeit wird nun grundsätzlich mit dem Spirit und mit der Seele dieser Kräfte gearbeitet. Mit Spirits sind jene unsichtbare Schöpferintelligenzen gemeint, die jeder Pflanze, jedem Tier, den Steinen, den Elementen, den kosmischen Welten, ja selbst auch in den Atomen innewohnen. Im Schamanismus weiß man um diesen Geist in allen Dingen. Es ist alles miteinander verbunden, unterstützt sich gegenseitig und hat auch Wechselwirkungen. Schamanen sind nun Wanderer zwischen den Welten
Und die Spirits sind ihre Verbündete und Helfer. Und mit deren Hilfe können wir in andere Wirklichkeiten reisen und von dort Botschaften erhalten und auch deren heilende Kräfte der spirituellen Ebenen in die körperliche Welt transportieren. Der Raum zwischen Menschen oder Dingen oder auch der leere Raum ist kein durchsichtiges Nichts, kein Vakuum. Auch dieser Raum ist belebt von Energie. Und auch hinter dieser Energie steht eine Wesenheit, eine Seele, auch wenn wir sie nicht mit unseren Augen sehen können. Die Wissenschaft hat ja in der Zwischenzeit herausgefunden, dass physische Materie nicht fest ist, sondern sich aus Atomen zusammensetzt. Und diese Atome sind ihrerseits auch nicht aus fester Masse, sondern sie bestehen aus Elektronen, die um den Atomkern kreisen. Und besonders spannend ist, dass jedes Atom 99,9% Hohlraum, also Leere hat. Das ist messbar. Doch was in dieser Leere ist und wie diese wirkt, das hat die Wissenschaft noch nicht herausgefunden. Dieser Raum im Inneren und dazwischen kann jedoch erfahren werden. Und hier können wir wahrnehmen, was andere nicht zu sehen vermögen. Es ist eine Erweiterung unseres Bewusstseins auf nicht physische Welten und Dimensionen. Und die Aufgaben von Schamanen war es jeher, die Welt der Spirits, der inneren und äußeren Räume mit der körperlichen, der psychischen und der mentalen Welt in Einklang zu bringen. Im schamanischen Sinne gibt es weder Gut noch Böse. Alles ist neutral. Nur wenn irgendwo ein Defizit oder ein Überschuss an Energie herrscht oder wenn etwas einen Platz eingenommen hat, wo es nicht hingehört, dann muss es wieder in ein harmonisches Gleichgewicht gebracht werden. Auf dem schamanischen Medizinweg können wir nun Quellen der Kraft kennenlernen, die dazu beitragen, Gleichgewichtsstörungen der Seele aufzulösen und Unstimmigkeiten des Körpers zu bereinigen. Die Balance von Körper, Geist und Seele aktiviert die Selbstheilkräfte des Organismus. In der ersten Lektion nun möchte ich dir erklären, was Parallelwelten sind. Denn im Schamanismus existieren gleichzeitig zu unserer Alltagswelt viele Parallelwelten. Die Alltagsrealität ist die Ebene, in der wir sehen und fühlen und hören, aus der heraus wir agieren, reagieren und täglich Entscheidungen treffen, die unsere menschliche Existenz ermöglichen. Zu den Parallelwelten zählt auch die Kraft und die Magie von Tag- und Nachtträumen. Tagträume sind unbewusste und bewusste Visualisierungen von inneren Bildern, Gedanken und Gefühlen. Gedanken und Emotionen sind reine Energie, die sich schneller als die Lichtgeschwindigkeit vorwärts bewegt. Und im Sinne des Resonanzgesetzes verbindet sich nun exakt diese Energie mit ähnlich schwingender Feldern, mit ähnlich schwingender Energie. Ein Feld bildet sich, das sich immer mehr und mehr verdichtet,
bis Materie daraus entsteht. Formen wir also in unseren Gedanken eine Absicht, ergänzen diese mit positiven Gefühlen und fokussieren sie stark genug, so können wir tatsächlich diese inneren Bilder in unsere Wirklichkeit träumen. Und eine weitere Parallelwelt ist die spirituelle Ebene unserer Seele. Das ist eine Dimension in uns, welche uns erlaubt, die Welt und unser Leben aus höheren Perspektiven in Ruhe zu betrachten. Die eigenen Emotionen und Gedanken sind zwar immer noch in unserem Bewusstsein vorhanden, aber wir sind in der Lage, ihnen mit einer gesunden Distanz zu begegnen, den Blick zu erweitern und hinter und zwischen die Dinge zu sehen. Und dann gibt es auch die Anderswelten, die der Erde, die Schöpfung, unser wunderbarer blauer Planet. Alles, was hier auf der Erde ist und existiert, ist nichts als pure Energie. Und diese Energie ist geordnet, sie ist organisiert und strukturiert. Und so kann Materie entstehen. Und jenseits dessen, was wir sehen können, existiert das, was als Anderswelt bezeichnet wird. Und diese Anderswelt wirkt ununterbrochen auf die Materie und auf unser Leben ein. Es gibt auch 3 Parallelwelten unseres menschlichen Bewusstseins. Im westlichen Schamanismus haben sich Trommelreisen für die Kommunikation mit den Geistern etabliert. Hier wird vor allem mit dem Konzept der Ober-, Mittel- und Unterwelt gearbeitet. Das geht vor allem zurück auf den US-amerikanischen Anthropologen Michael Hanna, der bei verschiedenen indigenen Stämmen gelebt und geforscht hat, um auf der Grundlage dieser Erfahrungen ein eigenes Schamanismuskonzept für die moderne Kultur des Westens zu entwickeln. Bei den indigenen Völkern im südmittel- oder nordamerikanischen Raum sind die Weltbilder noch um einiges vielschichtiger und komplexer als wie Oberwelt, Mittelwelt, Unterwelt. Aber lasst uns mit dem nun arbeiten. Ich möchte es euch näher bringen. Die untere Welt nämlich steht auch für das Unterbewusstsein. Die mittlere Welt steht für unser aktives Bewusstsein und auch das spirituelle Bewusstsein unserer Seele und die obere Welt für das kosmische Bewusstsein. Das Unterbewusstsein selbst ist eine Ebene unserer Seele, auf die wir normalerweise nicht wirklich Zugriff haben. Hier sind Erinnerungen und Erfahrungen gespeichert, die nicht aktiv in unserem Bewusstsein sind und dennoch wirken, wie zum Beispiel automatisch ausgeführte Tätigkeiten. Ist es dir auch schon passiert, dass du mit dem Auto gefahren bist und das Ziel erreicht hast, ohne dich bewusst und aufmerksam der Fahrt zu widmen? Dein Unterbewusstsein hat für dich die Autofahrt übernommen. Dasselbe geschieht bei vielen unserer täglichen Handlungen. Oder betrachten wir Körperfunktionen wie Atmen, Sehen, Hören, Bewegen, ganz abgesehen von dieser unglaublichen Leistung unseres Körpers in jeder Sekunde, damit wir leben können.
Etwa 90% unserer Körperfunktionen und Handlungen sollen dem Unterbewusstsein entspringen. Es speichert Gewohnheiten und integriert diese in unsere alltäglichen Verhaltensweisen. Wusstest du, dass wir über unser Unterbewusstsein bis zu 100.000 Informationen in der Sekunde aufnehmen und verarbeiten können? Man stelle sich das einmal vor. Unser Gehirn sortiert dabei alles, was auf uns einströmt, in brauchbar oder unbrauchbar. Das Brauchbare nehmen wir bewusst wahr. Das Unbrauchbare wandert hingegen in das Unterbewusstsein. So, welche Fülle an Informationen dort vergraben ist, können wir kaum erahnen. Und unser Unterbewusstsein ist nun mit dem Feld des kollektiven Bewusstseins verbunden, in dem alle Erfahrungen, Gedanken und Emotionen der Menschheit gespeichert ist, von denen, die vor uns waren, von denen, die jetzt sind, von denen, die in der Zukunft sein werden. Und wenn du dich auf den schamanischen Medizinweg begibst, so wird natürlich als erstes deine persönliche Kraft gestärkt und zentriert. Ich arbeite hier gerne mit der Tagträumerkraft, in der bewussten Visualisierung, zum Beispiel bei der Suche nach einem Krafttier in das Innere der Erde, zu den Tiergeistern. Hier tauchen wir dabei gleichzeitig tief in das Unterbewusstsein ein. Es ist verbunden mit dem kollektiven Feld des Bewusstseins und hier finden wir Wissen und Magie und vor allem über die Spirits der Erde. Im Unterbewusstsein natürlich wirken jedoch auch viele verdrängte und unerwünschte Erfahrungen, Gedanken, Gefühle, Konditionierungen, Glaubenssätze, mit denen wir aufgewachsen sind. Vor allem die frühkindlichen Erfahrungen prägen uns im Besonders. Und sie beeinflussen im Hintergrund unsere Worte und unsere Handlungen. In der schamanischen Unterweltreise können wir nun mit Unterstützung des Krafttieres das aufspüren, was uns nicht gut tut. Hier können wir unseren eigenen Schattenseiten geschützt begegnen, diese umarmen und dadurch den leuchtenden göttlichen Funken entflammen, der in allem, was ist, vorhanden ist. Alles ist ein Teil der Schöpferkraft und somit auch mit dem Licht verbunden. Und es ist eine nie endende Mission, unsere Seelenkräfte in das Gute, Schöne, Positive, Friedliche und in die Kraft der Liebe zu transformieren. Die schamanische mittlere Welt steht für unser Bewusstsein und ein erweitertes Bewusstsein, das auch ein spirituelles Bewusstsein ist. Die Mittelwelt ist der Lebensraum der Menschen, der Pflanzen, der Tiere, Steine und Elemente. Hier finden wir auch die Astralebene der materiellen Welt. Das ist der Teil, der sehr feinstofflich schwingt und die Anderswelt in sich beherbergt. Auch Landschaften haben einen Astralkörper. Bei einer schamanischen Reise stellt man sich bildlich vor, dass man sich genau an dem Ort zu einer Reise in die Mittelwelt aufmacht, an dem man sich gerade in diesem Moment befindet. In der Mittelwelt finden wir auch die Spirits der Elemente Feuer, Erde, Wasser und Luft. Das sind unter anderem Salamander und Drachen, Zwerge, Kobolde, Nixen, Wassermänner,
Sylphen, Elfen. Aber auch mystische Orte wie Shambhala, Atlantis oder Avalon können über die Mittelweltreise besucht werden. Im Amazonas wird diese Form der Reise immer noch häufig angewendet, um Orte oder eine Situation auszukundschaften. Werden zum Beispiel Personen vermisst oder ist eine Heilung aus der Ferne nötig, so können diese Aufgabe mit Hilfe des Bewusstseins und das Eintreten in die mittlere Welt vollbracht werden. Es ist unglaublich, was unser Bewusstsein für unbegrenzte Möglichkeiten hat. Und um einen Zugang zu unserem erweiterten Bewusstsein zu erlangen, dafür gibt es unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten, wie zum Beispiel monotone Musik oder der gleichmäßige Trommelschlag oder das Rasseln. Das verändert unsere Hirnfrequenz und lässt uns mehr sehen, hören, fühlen, riechen, bis hin zu Anderssehen, wenn sich die Tore zu den Anderswelten öffnen. Auch Meditationen, das langsame Wandern in der Natur, ein prasselndes Feuer, ein fließender Bach oder die Wellen des Meeres tragen dazu bei, die Grenzen des eigenen Bewusstseins zu erweitern. Und die damit verbundene Entschleunigung bewirkt das Loslassen der vielen, vielen Gedanken und Gefühle. Die Natur beruhigt und entspannt unsere Körperzellen. Und es ist wichtig zu wissen, dass wir Menschen neben unserem materiellen Körper auch einen spirituellen Körper haben. Optimal wäre, wenn beide Körper, der materielle und der spirituelle, miteinander in Balance sind. Aber das ist wohl bei kaum jemandem der Fall. Denn normalerweise ist der spirituelle Körper, der auch Nagual genannt wird, verkümmert. Wenn wir jedoch bewusst in die Entspannung kommen, sei es über Natur, Atem, Meditationen oder andere spirituelle Praktiken, dann dehnt und erweitert sich der Nagual-Körper aus. Wenn das geschieht, dann können wir eine tiefe innere Ruhe und ein Gefühl des Friedens spüren. Wir nehmen dennoch alles wahr, was in unserem Leben ist, aber mit einer inneren Distanz, denn wir sind nun in einem veränderten Bewusstsein. Manchmal können sich durch traumatische und schmerzhafte Erfahrungen auch Anteile der Seele aus dem Körper lösen. In der Psychologie nennt man dieses Phänomen dissoziative Störung. Die Seelenanteile lösen sich nicht einfach auf oder verschwinden. Aus schamanischer Sicht halten sich diese in der Astralwelt auf und können aus dieser auch wieder in den Körper zurückgebracht werden. Aber auch in frühere Leben können wir über die Astralwelt wandern. Wir können diese besuchen, um Blockaden und Traumatisierungen, die uns immer noch beeinflussen, auflösen. Die Astralebene der Mittelwelt ermöglicht uns, in die Vergangenheit und Zukunft zu sehen. Und so kommen auch Prophezeiungen aus der Mittelwelt. Und in der Oberwelt, da befindet sich das kosmische Bewusstsein. Und wenn wir in diesem Bewusstsein sind, dann sind wir vollkommen und ganz eins mit unserem spirituellen Körper und mit unserer spirituellen Seele. Hier sind
tiefe spirituelle Erfahrungen, Erleuchtungserlebnisse und das absolute Einsseins mit der Schöpfung als eine einzigartige mystische Erfahrung erlebbar. Wenn wir in dem kosmischen Bewusstsein sind, dann fühlen wir einen absoluten Frieden und eine unendliche Liebe. Dann wissen wir, dass wir eingebunden sind in einen göttlichen Plan. Der heilige Traum in unserem Herzen ist der Grund unserer Inkarnation auf der Erde. Und hier sind die kosmischen Geister zu Hause, die auch als Engel, Lichtwesen, Göttinnen und Götter bezeichnet werden. Zudem wirken hier natürlich die Intelligenzen und Wesenheiten der Planete, der Sterne, der Sonnen und der Monde. Aber auch Verstorbenen, unseren Ahnen und Ahnen begegnen wir hier. Manchmal wandern die Seelen nach dem Tod zwischen Mittel- und Oberwelt hin und her. In einer schamanischen Oberweltreise können wir Kommunikation mit den Verstorbenen führen und ihnen auch helfen, sie in diese Ebene, die sie nun betreten, zu begleiten. Aber vor allem in schamanischen Heilzeremonien werden die kosmischen Geister herbeigebeten, damit sie ihre heilenden Kräfte des Lichtes in den Körper leiten. Wir werden unser ganzes Leben lang von himmlischen Kräften begleitet, geführt und beschützt. Denn wir kommen alle aus einer der unendlichen Dichten und Weiten des Universums. Und diese Verbindung bleibt natürlich auch während unseres Erdenlebens bestehen. Durch eine Oberweltreise können wir herausfinden, woher wir kommen, wer wir sind und was unsere Mission hier auf der Erde ist. Du bist eine einzigartige Manifestation eines göttlichen Aspektes der Schöpferkraft. Es gibt niemanden, der so ist wie du. Du hast deine ganz eigenen Gaben und Talente, deine ganz besondere Medizinkraft. Du wurdest in diese Inkarnation geboren, weil du diesen heiligen Traum in deinem Herzen trägst. Du bist das Erbe deiner Ahninnen und Ahnen. Und ich lade dich nun ein auf eine Sound-Meditationsreise, wo du dich mit deinem heiligen Traum deines Herzens verbinden kannst, um dich zu erinnern, eine Ahnung zu erhalten, wer du bist. Auch. Tierra mi